Der Caravansalon 2024 mit Christian Karp und einem Niesmann und Bischof, ein 880er. Was gibt es denn alles für Längen, lieber Christian? Das ist ja jetzt hier ein Flair 880 auf genau. Iveco Daily. Was gibt es noch? Es gibt noch einen Flair 920, also sprich ein 8,80 Meter oder auch ein 9,20 Meter Fahrzeug. Ja, und der Flair 880 ist natürlich ein kompaktes Fahrzeug mit 8,80 Meter, unter 9 Meter. Es ist ein Fahrzeug, was auf Iveco Daily aufgebaut ist und was jetzt hier in Eifelgrau steht. Und ist natürlich ein Allrounder. Wir haben Zwillingsbereifung, wir haben Heckantrieb, wir haben auf Wunsch eine sperrbare Hinterachse. Wir können einen Retarder mitbestellen. Wir haben hohe Anhängerlasten für die Fahrzeuge, die im Bootsbetrieb oder Anhängerbetrieb genutzt werden sollen. Das ist hier natürlich sehr gut abbildbar. Das ist schon eine große Garage, sehr tief und komplett durchladbar. Komplett durchladbar, die Garage. Bitte mal durchlaufen. Warte. Ja. Gehen wir auf die andere Seite. Dann können wir das gerade mal zeigen. Also hier kann man einmal komplett durchgehen. Bitte schön, Christian. Riesengroß, bietet Platz für Roller oder was auch immer. Wir haben Airline-Schienen mit verbaut. Das heißt, wenn ihr etwas niederzurren möchtet, ist das hier möglich. Hier ist mit verbaut eine Außendusche und jede Menge Technik. Und was wir einfach mal tun ist, wir gucken einfach mal hinter die Technik. Gerne. Hier hinter befindet sich die Elektronik. Das heißt, wir haben hier unser Lichtmodul, unsere Sicherungen, die verbaut sind, unsere Solar-Laderegler, unsere Ladebooster. Schaut einfach super aus. Das ist eigentlich ja, wie daheim im Haus. Ist es hier einfach super. Das ist auch auf einer schönen Höhe, finde ich. Dass du nicht da irgendwie runterkrabbeln musst. Gerade dann, wenn die Sicherung mal fällt, dann will man ja da schnell mal ran. Ganz genau. Da unten? Hier haben wir verbaut die Unterflurklimaanlage. Die ist dementsprechend hier mit verbaut. Natürlich mega, die hört man kaum und die kühlt den Wohnbereich, hinten den Schlafbereich runter. Ich nehme an, dass die hauptsächlich für den Schlafbereich sein wird. Ist das hier ein Heckschläfer in dem Fall? Ein was? Ein Heckschläfer? Ja, das ist ein Heckschläfer und die Unterflurklimaanlage läuft sehr ruhig. Was man aber auch fairerweise sagen muss, die Inverter-Klimaanlagen der neuen Generation für aufs Dach, die laufen wirklich auch sehr, 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 sehr ruhig. Du hast auch mehrere Ausströmöffnungen bei dieser Art von Klimaanlage, sodass der Luftzug sehr, sehr leicht ist. Hier Auffahrkeile und eine Alderheizung. Guck mal, ein Heizkörper, das heißt, die ganze Garage ist beheizt. Ja, du kannst die gesamte Heckgarage hier dementsprechend mit beheizen. Hast hier jetzt Kuferboxen, die hier hinter sind. Die ziehst du aber seitlich raus. Das zeigen wir gleich nochmal. Euroboxen. Euroboxen, okay. Genau. Ja, hier ist nochmal die Möglichkeit fürs Wäschefach. Okay. Da ist jetzt kein Einsatz drin, aber du kannst von der Also nochmal, da vorne ist eine Klappe und da kannst du einen Einsatz reinmachen, da fällt die Wäsche rein, die ziehst du von hinten raus. Ja, ganz genau. Aber sie ist nicht gebügelt und gewaschen, aber du kannst sie nehmen. Sehr schön. So, also Technikfach. Ich komme nochmal auf die andere Seite, da sieht man auch Mach schön das. die Außendusche. Zunächst mal hier Airline-Schienen, eine Beleuchtung, alles hier ausgefilzt, oben, unten, links und rechts. Und als Besonderheit Klappen, die nach oben öffnen. Das sind diese Klappen hier. Christian, das sind überall. Hast du bereits schon Stauraumsysteme, die du bei anderen aufwendig nachrüsten musst? Die sind hier integriert. Ist das Serie? Nein, das ist das, was du haben möchtest. Du kannst dir das individuell zusammengestalten. Das ist auf Wunsch bestellbar. Und ja, der es möchte, kann es machen. Wenn jemand etwas anderes sich einbauen lassen möchte, eine Außenküche oder ein Auszugssystem oder sagt, ich möchte es einfach nur so nutzen für meine Skier, ist es natürlich ganz individuell zusammenzustellen. Ja, du kannst die Heckgarage bis zur maximalen Achslast 500 Kilo haben sie jetzt mal angegeben. Aber das Ding ist so stabil, dass sie wirklich auch 500 Kilo draufschreiben. Und das habe ich so nicht gesehen. 350 kenne ich, aber dass die mal sagen, hier 500 Kilo. Gut, es hängt ja direkt unten auf den Stahlträgern. Ganz genau. Also du musst die Achslast immer beachten, aber Motorrad hier reinzustellen oder auch zwei, es gibt ja auch kleinere, kompaktere Maschinen, sollte bei diesem Fahrzeug keine Schwierigkeit darstellen. So, und das ist dieses Stauraumsystem.
Das ist der Stauraumauszug. Das heißt, du hast jetzt diesen entsprechend vorne gesichert und hast ihn wirklich sehr weit durchgängig und kannst wirklich all deine Utensilien, die du hast, hier schön integrieren. Man kann auch einen Grill hier drauf machen außen, ne? Auch das, also man muss so ein bisschen die Belastbarkeit im Blick behalten. Es gibt unterschiedliche Auszüge, die du hier mitbestellst, sind, meine ich, belastbar bis 80 oder 120 Kilo. Es gibt aber auch Schienen oder auch Herstellerteile, die es anbieten mit 250 Kilo. Es ist immer die Frage, was hast du vor, was ist dein Hintergrund, was möchtest du machen? So, schauen wir mal aufs Preisschild. Das Modell heißt Flair 880, Modellvariante 2025 auf Iveco Daily 70 C18. Ein 7 Tonnen Fahrgestell. Hat der eine Auflastung? Also das Fahrzeug ist auf 7,5 Tonnen und das reicht auch von der Masse her aus, denn das Fahrzeug ist auf Leichtbau gebaut, sodass du also auch hier eine gute Zuladung hast. Also 1,5 Tonnen ist hier nicht das ganz große Problem. 1,5 Tonnen in der Regel. Das hängt natürlich von der Ausstattung ab, die drin ist. Ja. Letztendlich zählt die Waage. Ganz genau. Also du hast in der Serie 7,2 Tonnen. Das hat natürlich einen Hintergrund. Warum? Du brauchst teilweise gar nicht die 7,5 Tonnen. Also auf Wunsch kannst du ihn auf 7,5 Tonnen bestellen. Das ist gar kein Problem. Aber ja. Hier wir haben ganz kurz, bitte. Genau, auch hier vorne nochmal die Auszüge. Das heißt, wir haben jetzt hier die Busklappen und wir können ja mal eben reinschauen. Ja, die sind jetzt gerade verriegelt für den Messemodus, damit jetzt hier nicht die Leute über die Treppe fallen, wenn wir sie jetzt wegziehen. Wir können mal auf der anderen Seite schauen. Da war nämlich, ich zeige dir mal ganz kurz nochmal die Front. Das ist der Flair 880 mit einer großen Busscheibe, ein voll integrierter, der allerdings angewinkelt ist. Gibt ja viele andere, die eine ganz steile Front haben. Das hier so ein bisschen erinnert mich an so einen ICE, an so einen Schnellzug, der irgendwie kommt. Und die Frontscheibe ist auch gebogen. Das heißt, du hast hier dieses gebogene Design. Die ist eingeklebt, ist die Scheibe. Ja. Und auch nochmal komplett angeschrägt. Mit dabei ist das Optikpaket schwarz. Das outet sich nochmal, indem der Kühlergrill oder auch die Heckapplikation in schwarz sind. Auf Wunsch kannst du auch noch die Spiegel in Carbon-Optik bestellen. So, hier ist möglich. Alles mal aufgemacht. Hier ist nicht die Gefahr, dass da jetzt jemand mal drüber fällt. Und da siehst du das komplette Doppelbodensystem. Hier die Kombination Diesel und AdBlue zu tanken. Genau. Der Entsorgungsschlauch ist dort oben mit an Bord, wenn du ihn mitbestellen möchtest. Tankgröße, was hat sowas? Tankgröße haben wir hier 300 und... Diesel, meine ich. Okay. Diesel sind wir hier bei 200 Liter. Oder 180, 200, sowas in dem Dreh. Ja. About. So, das heißt, du hast eine Autarkie bei 200 Liter von ungefähr 1000 Kilometern. Hier sieht man auch rein, dass man komplett durchladen kann. Das ist auch nochmal das Auszugssystem. Das kannst du im ganzen Boden auf der Beifahrerseite hier dementsprechend mit ordern. Ist das Fahrzeug holzfrei? Das heißt also, wenn du jetzt jemanden Wasserschaden hättest und den schnell beseitigst, quillt da Holz auch unten? Also nein, das Fahrzeug ist holzfrei. Das Einzige, was natürlich Holz ist, sind die Möbel im Innenraum. Ganz klar, die müsstest du im Zweifel ersetzen, aber ansonsten ist der ganze Aufbau komplett holzfrei. Sehr schön gemacht. Das Fähr- oder Entsorgungsfach mit der ganzen Wassertechnik, das ist sehr zentralisiert alles. Das heißt, alles, was mit Wasser zu tun hat, läuft in diesem Fach zusammen. Das ist natürlich auch beheizt, ganz klar. Und natürlich hier im Puffergefäß, dass also die Pumpe nicht dauernd stottert, sondern gleichmäßig läuft. Dadurch hast du nicht immer diese unterschiedlichen Wassermengen, die aus dem Wasserhahn kommen. Also du hast eine Druckwasserpumpe, das ist quasi wie zu Hause. Du hast jetzt hier noch einen Wassercarbonfilter mit verbaut, einen UV-Filter mit verbaut. Was ich toll finde, ist das getrennte Stromfach. Du kennst die Mäuse. Die am Kabel hochklettern. Die am Kabel hochklettern, das kann hier nicht passieren. Also der Mäuseeintritt geht fast immer über Stromkabel und das ist hier so getrennt, das habe ich bei keinem anderen gesehen. Also das ist super gelöst, absolut. Ja. Was auch schön ist, wenn du dir die Querschnitte mal anschaust von den Entleerungstanks. Wenn du die öffnest, das geht auch zügig wieder raus. Also du hast nicht nur so einen ganz kleinen Gardena-Schlauch, wo das rauströppelt. Es geht hier mehr auch darum, dass du natürlich durch diesen Sog, der erzeugt wird, die Restfäkalien auch zuverlässig entsorgst. Das Klopapier und alles, was drin ist. Und da bringt dir das nichts, wenn du da jetzt nur so einen Halbzoll anschließt, sondern das ist eine richtige Haushaltstechnik, fast das ist ein C-Rohr, oder was ist das? Ob das ein C-Rohr ist, dafür... Du warst nie bei der Feuerwehr, oder? Ich war mal tatsächlich bei der Feuerwehr, aber es ist ganz viele Jahre her, denn da war es Jugendfeuerwehr und da ich auch schon leicht über 20 bin,
ist das Guck mal, da vorne, ich trinke ja mein Leitungswasser, weißt du das? Okay. Hast du auch so einen Filter mit Ich habe einen Alp-Filter, also ALB-Filter. Hier ist ein ALDE-Filter drin, sogar mit UVC. Das heißt, hier wird also mit UV-Strahlung das Ganze behandelt. Viele sagen, würde ich nie machen. Ich trinke, ist problemlos, weil es ist sauberer wie das Flaschenwasser. Ja, also ich nutze es tatsächlich für einen Kaffee oder ähnliches. Trinke das Leitungswasser bei mir nicht. Ich habe aber auch so einen Filter nicht mit verbaut. So, dann hast du hier einen Tank. Was könnte das sein? Das ist einfach der Frischwassertank, den wir hier mit an Bord. Nein, das ist der Fäkalientank, den wir hier mit an Bord haben. Der Frischwassertank ist innenliegend, also der ist dort hinter. So, dann hast du Wühnengas, wahrscheinlich ein großer Tank, 120 Liter circa. Genau. Und das ist alternativ zu den Gasflaschen, die du hast. Ganz genau. Dass du einfach einen Festtank hast, womit du dann dementsprechend heizen kannst oder kochen kannst, um einfach die Gasversorgung im Fahrzeug noch mal länger und autarker sicherzustellen. Du musst keine Flaschen schleppen. Also ich habe nur Gastanks, das ist sowas Bequemes, ich will es nie wieder missen. Und du fährst also an einer Tankstelle, egal wo in Europa, und brauchst dir für ein Vierteljahr keine Sorgen machen. Ich sag mal so im Winter 1 Monat Autarkie ist nicht ungewöhnlich, oder? Das kriegt man sicherlich hin, kommt aber auch auf das Heizverhalten an. Andererseits muss man, glaube ich, mal schauen, der Nutzer, wie nutzt er sein Fahrzeug? Ist er viel im Sommer unterwegs oder ist er nur ein paar Mal im Herbst unterwegs? Also auch dort kannst du mit Flaschen ja auch gut zurechtkommen, dass du sagen kannst, es hält auch ein Jahr. Also da muss man so ein bisschen das Nutzerverhalten herausfiltern. Wie soll das Auto genutzt werden und wie wird das Auto genutzt? Ja, und wenn man das weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Ich würde sagen... Christian, das ist die schwarze Optik hier. Zeig mal ganz kurz hier, dass wir das einmal zeigen, das Paket. Die Rückleuchten sind hier mit einem Lichtband ausgestattet, komplett in LED-Optik und dementsprechend in schwarz mit den Applikationen abgesetzt. Die schwarzen Applikationen sind in dem Fall das Schwarzpaket bei dem Fahrzeug. Ja, wir gehen rein. Das wolltest du vorschlagen eben. Das wäre der Vorschlag. Wir gehen hier mal eben mit an Bord. Ich würde sagen, wir gehen einmal gleich direkt an die rechte Seite vorbei und gehen einmal rein. Und dann siehst du hier, das hat kein Hubbett, das Fahrzeug. Genau, du kannst aber auch in diesem Auto ein Hubbett mitbestellen. Du hast hier eine Sitzgruppe, das heißt 2 Einzelsitze, die sind auf Wunsch luftgefedert bestellbar. Dieser ist es zum Beispiel. Und hast dadurch natürlich nochmal einen höheren Sitz- und Fahrkomfort. Echtleder? Echtleder ist mit verbaut. Du sitzt auf der Bank, du merkst es gerade, glaube ich, schon selber. Das Polster ist einfach super gut gepolstert. Die Kissen kannst du komplett wählen, in welcher Farbe und Kombination du die Kissen haben möchtest. Ja, einfach reinkommen. Und auch das Lichtkonzept ist jetzt hier, dass diese grauen Parts dementsprechend das Licht nochmal von oben nach unten verbreiten, sind integriert mit Lautsprechern, ganz genau. Und auch wir haben hier nochmal Echtglasfenster mit verbaut. Das kannst du mitbestellen über das Liner-Paket, worüber du nochmal eine andere Geräuschkulisse hast. Und das ist wesentlich. Also, das heißt, wenn du Echtglasfenster hast, dann merkst du draußen die Geräusche gar nicht mehr, die du jetzt innen hast. Die Fahrzeuge sind hier im Messebetrieb für die Allgemeinheit natürlich ein absoluter Star. Weil ein solches Design findest du auf der Messe nicht so oft. Also das ist, gerade bei Morelo gibt es jetzt auch so ein ähnliches Design, die kommen so langsam nach, aber man kann schon Niesmann so ein bisschen als Erfinder des modernen Designs bei Reisemobilen bezeichnen. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück und dann sieht man auch mal, wie sich der Raum öffnet und du bei einer Breite von, wie breit sind wir, 2,40 hier bei dem? Ja. 2,40 Meter ein Raumgefühl hast durch den Entfall der Schränke auf der Seite. Also die Schränke sind auch hier asymmetrisch angeordnet und das bietet natürlich nochmal hier die Möglichkeit des Raumgefühls. Denn es ist einfach etwas ganz Besonderes, wenn du hier reinkommst. Es ist sehr luftig, es ist sehr, wie soll man sagen, sehr freizügig und den meisten fällt jetzt erstmal gar nicht auf, dass auf dieser Seite keine Oberschränke sind. Auch mit diesen Designelementen, die hier mitgearbeitet wurde. Wir haben ein freihängendes Regal mit verbaut, das ist super. Ja, also das hat einfach ein besonderes Raumgefühl. Der Fernseher, der ist integriert. Wir wollen mal schauen, ob wir den direkt mal aktivieren können. Das war übrigens das freischwebende Regal mit integrierten Metallpads auf Wunsch. Genau. Das Fernsehgerät 32 Zoll, 40 Zoll? 40 Zoll, Alphatronics Smart TV. Kannst du dementsprechend hochfahren. Ein zweites Fernsehgerät im Schlafbereich ist natürlich ohne Probleme
erhältlich. Und du kannst von hier aus wirklich super gut Fernseh schauen. Es ist angeordnet, dass es sehr gut passt. Ja. So, also eine offene Blickachse von vorne nach hinten, die kann man auch verschließen. Du hast klares Design. Ganz genau. Als es rauskam, am Anfang waren die Leute nicht so begeistert. Die haben gesagt, es ist mir alles viel zu dunkel. Was Neues ist der helle Himmel. Genau, der ist auf Wunsch bestellbar. Wir hatten es ursprünglich nur in Schwarz, jetzt ist er auch in Grau. Das Interessante ist, dass einige Kunden gesagt haben, Mensch, schön, dass es ihn jetzt in Grau gibt, aber wisst ihr was, ich bestelle ihn doch in Schwarz. Das ist so ein bisschen... Wahl der Wahl. Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, wie sich das durchzieht, ob der größte Anteil jetzt Grau bestellt oder Schwarz. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen von den Produktionszahlen. Indirektes Licht überall. Das heißt, du hast blendfreies Licht. Das sieht man eigentlich erst am zweiten Blick sogar in der Küche. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres wie Spots, die dich anblenden. Überhaupt das Lichtdesign hier ist so viel Licht in dem Auto. Also es fängt an, hier oben indirektes Licht. Du hast überall Lampen, wo man hier drauf sieht, also die blenden nicht. Von der Seite wird zum Beispiel der Schrank in Szene gesetzt. Ja. Was ist das für ein Holz? Holzfarbe? Das ist jetzt Walnussholz und das ist ein Echtholzfurnier, was sich hiermit verbirgt. So, und dann die Küche. Das ist das, wo die Leute davor stehen. Und dann mach mal bitte auf. Das kennst du eigentlich nur in High-End-Fahrzeugen. Hier hast du so ein Tellersystem, kannst du selber anpassen. Bambusplatten. Das ist super. Du kannst wirklich die Teller so integrieren, dass sie nicht klappern. Also du kannst dir das so zurechtschieben für deine Tassen, für deine Teller, wie es für dich passt. Das gibt es auf Wunsch bestellbar in allen Schubladen. Und das ist natürlich wirklich ein Megateil. Ja, hier sieht man das einfach mal. Wie sieht das Ganze aus? Das heißt, das ist ein kleiner Nut. Da ist eine Nut und da ist ein Gewinde drin und dementsprechend schraubst du es auf. Und, machst es an die Stelle, wo du es gerne hättest. Genau, machst es an die Stelle, wohin du es gerne hättest. Ja. Also ganz flexibel in dem Fall einsetzbar. Ja, Christian, zeig nochmal den Tisch, denn der ist wirklich sehr bemerkenswert. Wir haben eine Schiene und die Schiene hat keinen Knopf. Genau. Du stellst nur die Füße drauf. Ich stelle nur die Füße drauf mit ganz, ganz leichtem Druck. Also ich drücke jetzt hier gar nicht drauf. Das würde auch mit einem Fuß gehen. Kannst du den Tisch einfach verstellen. Der Tisch ist drehbar und er ist aufdoppelbar. Du ziehst die Verlängerung und kannst die Tischplatte dementsprechend nochmal umklappen und in alle Richtungen verstellen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass du ihn einklappen kannst, dass man gut durch kann. Ja. Supi. Du hast deswegen auch nicht die Barversion. Warum? Es ist aus meiner Sicht nicht notwendig. So, dann ein Apotheker ist drin, aber ein bisschen anders gedacht. Ganz genau. Der Apothekerauszug ist jetzt hier hinter diesem Glaselement und oben drüber findest du nochmal das Technikfach. Hier ist der Gastank, okay. Genau, der Gastank, der Wechselrichter ist mit verbaut, der Laderegler, der Netzmangelausgleich, das CBE-Bedienelement für alle Bedienungen des Fahrzeugs. Ja, das Schöne ist die Elektroheizung. Du hast also ein Elektropaket hier mit drin in der Alterheizung. Du kannst zum Beispiel im Winter, wenn du das Fahrzeug bereithältst für den Einsatz, das mit einer kleinen Leistung auf 6, 7 Grad hochwärmen, dass es nicht einfriert. Ja. Und das ist extrem wichtig, wenn das Gas nämlich ausfällt, es wird sehr kalt, könnte einfrieren, den Schaden willst du nicht haben. Also du kannst bis 3 kW mit der Alterheizung elektrisch heizen. So, und dann ein Kombinationskochfeld, Strom und Gas. Genau, du hast Induktionskochfeld und 2 Gasherdplatten mit verbaut. Du hast hier oben auch nochmal Platz- und Stauräume. Auf Wunsch gibt es auch hier eine Dunstabzugshaube. Das kannst du also auch mitordern. Was auch mitbestellbar ist, wenn du möchtest, eine Geschirrspülmaschine. An der Stelle? Zum Beispiel. Oder auch einen Herd. Das ist individuell bestellbar. Oder auch eine Kompressorkühlschublade. Auch das ist orderbar. Hier sieht man jetzt die Küche in Walnussholz. Optional kannst du diese aber auch in Weiß mitbestellen. Bestellst du die Kühlschublade nicht mit, dann hast du den Tower-Kühlschrank hier dementsprechend verbaut. Mikrowelle ist jetzt hier mit verbaut. Dementsprechend, wenn du sie nicht mitbestellst, hättest du hier nochmal ein zusätzliches Ablagefach. So. Was die Leute ziemlich vielleicht ist der große Kleiderschrank. Ist der groß genug? Ist der groß genug, der Kleiderschrank? So, der ist sprechen mega wahrscheinlich groß. Niederländisch. Genau, also wir schauen uns mal den Kleiderschrank an. Auch der ist komplett individuell bestellbar. Dieser Kleiderschrank ist ausgestattet mit einer Kleiderstange und mehreren Schubladen. So, das ist optional mit den Schubladen. Ja,
Du kannst aber auch 2 Kleiderstangen bestellen. Du kannst durchgehend Schubladen haben. Also das musst du jetzt wissen. Wie möchtest du das für dich? Christian, wenn du noch mal kurz aufmachst, bitte, und die Schublade noch mal unten öffnest, Ja. weil das hier ist ja ein echtes Highlight. Du hast 4 Schubladen, ganz tief. Bitte noch mal die zumachen Ja. und mal ganz unten öffnen, bitte. Da hast du dann noch eine Riesenschublade in der gleichen Tiefe. Hier noch eine Schublade und ganz oben eine kleine. Das kannst du Unterwäsche, alles reinlegen. Ja. Das trifft, glaube ich, die Sache. Du kannst aber auch duschen. Und da hat sich Niesmann was ganz Tolles einfallen lassen. Genau, also du hast hier die Dusche und die Dusche ist dementsprechend ja, geregelt mit einer Regenschauerdusche. Hier hat jetzt jemand nochmal den manuellen Duschkopf hingehangen, was eigentlich wenig Sinn macht, weil du hast ja hier die Regenschauerdusche. Was du vielleicht im Video hören kannst, ist ein Rauschen gerade. Das ist die Dunstabzugshaube von der Dusche. Das heißt, hier oben sitzt ein Lüfter drin, der die Feuchtigkeit nochmal rauszieht. Und eine Handbrause, die du dementsprechend nochmal hier integrieren kannst. Okay. Des Weiteren gibt es hier nochmal eine Glastrennentür, um den Badbereich komplett vom Rest des Fahrzeugs nochmal... Also ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann sieht man das. Das ist so satiniert, Ja, genau. transluzent. Du kannst die Leute noch gerade so erkennen. Und das Gleiche gilt auch für die Duschtür. Wenn du hier zumachst, kann derjenige duschen und wird nicht gesehen. Ja, und es ist auch deutlich leiser gerade geworden. Stimmt. Wenn du jetzt aufmachst, da kommt Das ist enorm, was die an Schall nimmt. So, dann die Toilette, und das muss man verstehen, diese Duschtür ist nicht zum Schließen der Toilette, es würde nicht gehen. Wir haben eine Festhangtoilette Keramik. Ganz genau. Und ja, jede Menge Handtuch, Heizkörper. Besonders erwähnenswert ist dieser Stahlgriff, auf dem man natürlich die Handtücher super trocknen kann. Ja. Und Stauräume. Ich zeige das mal gerade. Hier jede Menge, die du dann befüllen kannst mit allem, was du entweder im Bad brauchst oder für die Toilette. Hier wird zum Beispiel ein perfekter Platz fürs Klopapier direkt oben drüber. Wobei ich würde es woanders hin machen, denn du merkst immer erst dann, dass du kein Klopapier hast, wenn du auf dem Klo sitzt. Bei mir ist es so. Die Gummis, sag mal bitte. Genau, du kannst, wenn du jetzt also Deo-Flaschen oder was auch immer du mitnimmst, die kannst du also wunderbar hier hinterpacken, damit sie während der Fahrt nicht herausfallen. Also du hast hier diese Zugbänder drin und das ist natürlich klasse, denn die ermöglichen dir nochmal ein besseres Stauraumsystem. Der Waschtisch auch hier aus Mineralwerkstoff und entsprechend jede Menge Stauraum nochmal für deine individuellen Bedürfnisse. Überall Schubladen, also 3 Stück an der Zahl. Hier kannst du auch Sachen einfach mal so reinstellen. Hier links und rechts kannst du dann deine Haarspray Flaschen, wenn es sowas überhaupt noch gibt. Macht man das, Haarspray? Ich nutze es nicht, aber ich denke, dass es viele in Benutzung haben. Sag mal, gibt es das noch mit diesem Effekt? Ja, gibt es. Der hat das auch, aber das haben wir für den Messebetrieb ausgeschaltet. Was heißt das? Was passiert? Wenn du den Knopf ein paar Sekunden gedrückt hältst, dann wird diese Scheibe auf Wunsch statt milchig in Klarglas. Und damit kannst du nochmal, das ist so ein Gadget, einfach ein cooles Detail, um einfach den Raum nochmal abzutrennen. Du hast auch hinten zum Bett nochmal eine innenlaufende Schiebetür. Wie wird die gelockt? Automatisch? Oder wie läuft Genau, das? also alle Türen und Klappen sind über eine Zentralverriegelung gesteuert. Sobald du den Motor startest, verriegelt das Fahrzeug automatisiert. Ist das zuverlässig? Ja, Ja. definitiv. Definitiv. Und das macht es natürlich nochmal super. Dann haben wir hinten eine riesige Liegewiese. Das Heck in Weiß diesmal. Genau, das ist aber auch in anderen Farben bestellbar. Ihr könnt es in Schwarz, ihr könnt es in Dunkelgrün mitbestellen. Und ja, vor dem Bett hast du dementsprechend nochmal Schubladen. Und hier ist auch nochmal die Wäscheschublade. Die war von außen. Genau, wo jetzt kein Einsatz drin ist. Aber wenn alles, was du hier reinpackst, kannst du aus der Garage hinten entnehmen. Gut, die Klimaanlage haben wir eben schon gezeigt. Die Auslässe Genau. müssten irgendwo hier Hier sein. unten haben wir auch. Hier unten auch. So, dann ein großes Bett. Liegefläche, geh ruhig mal drauf. Du bist ja groß, 1,90 Meter. Was bist du? Ja, mit Passt. Schuhen auf jeden Fall 1,92, aber Liegefläche Ausreichend. genug. Auf Wunsch der zweite Fernseher, der mit verbaut ist, den kannst du natürlich auch ja, nochmal rausziehen, um in die Mitte zu stellen. Das kannst du machen, wie du möchtest, überhaupt gar kein Thema. Schon. So, wir gehen mal raus. Schaut euch die an. So oder so ähnlich sind ja alle im Moment. Und
Die Fahrzeuge, gibt es das alte Design noch? Nein. Also gibt es nicht mehr. Das wurde jetzt komplett eingestellt. Ich glaube, die letzten wurden in den letzten Monaten verkauft. Sind die gut weggegangen? Ja, sind alle ausgeliefert worden. Es gab auch ganz viele Leute, die das haben möchten. Ich würde gar nicht vom alten Design oder vom neuen Design, es ist einfach ein anderes Design reden. Und ja, dementsprechend schaut es euch an. Es schaut wirklich mega gut aus. So, auf dem Caravan-Salon 2024 zusammen mit Christian Karp von Fähregge und Wels. VER Egge, EGGE, Fähregge und Wels aus Bissendorf bei Osnabrück. Großer Niesmann-Partner. Ihr werdet viele von den ganz neuen Fahrzeugen auch da haben. So ein 880, ein 88 habt ihr wahrscheinlich da, oder? Also die Fahrzeuge haben wirklich sehr lange Lieferzeiten und wir haben die meisten Aufträge eigentlich immer auf Kundenbestellung, da die Autos es seltenst auf den Platz schaffen. Also bitte immer durchrufen, dass wir gucken können, was steht da, was wollt ihr euch anschauen. Und ein Flair 880 ist gerade wieder im Zulauf. Aber ja, schaut es euch an und kommt vorbei, macht gerne einen Termin. Wir freuen uns drauf. Ja, der Arto 78, auch da gibt es ein eigenes Video zu, haben wir gefilmt. Und diesmal auf Mercedes-Benz, das ist die Neuigkeit. Und es gibt einen großen Flair mit Tandemachse, jetzt auch auf Mercedes-Benz. Auch da haben wir ein eigenes Video gemacht, einen großen Arto. Aber ganz ehrlich, vom Innenraum steht er dem Flair nichts nach. Nein, er ist einfach kompakter. Er ist kompakter, er ist tiefer, er hat eine bessere Straßenlage. Innen genauso wie der große. Also mir ist kein Riesenunterschied festgestellt, aufgefallen. Wie lang ist der denn hier? Wir sind hier bei 8,80 Meter. 8 Meter, also genauso lang wie er, aber guck mal, wie viel tiefer der ist, wie viel schnittiger der ist. Das ist eine andere Liga. Also genau. Das hier ist ein behäbiger LKW dort hinten, wer drauf steht, cool. Das hier ist ein Sportwagen. Genau, der Flair bietet natürlich nochmal im Vergleich zum Arto mehr Platz, hat aber auch dementsprechend eine ganz andere Anhängelast mit an Bord. Also sprich, bei dem Flair kannst du ja ohne weiteres ein Boot mit anhängen und da ist natürlich die Zugfahrzeugmöglichkeit beim Arto natürlich aufgrund des Frontantriebs und der Maximalzuggesamtgewicht begrenzt. Hatte Niesmann mal einen Dreiachser? Die hatten das früher auch schon, oder? Ja, Arto Dreiachser, genau. Arto Dreiachser war ja, war immer so ein Statement. Also damals aber auch Fiat Ducato, glaube ich. Ja, ne? ganz genau. So, Fähregge und Wels, wir haben es gesagt, danke fürs Einschalten, abonniert German Television. Heute ist der 31. August 2024 vom Caravan-Salon in Düsseldorf. Tschüss. Tschüss.